Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem UNCUT-Channel. Ich bin unfassbar tief im Grind aktuell drin, jeden Tag unfassbar lange Multiplayer-Streams. Wenn ihr dieses Video gerade seht, wenn es gerade frisch rauskommt, könnt ihr auch gerne auf dem Main-Channel vorbeischauen. Auf YouTube, da bin ich live und parallel auch auf Twitch. Mittlerweile darf man nämlich Dual streamen und wir gehen wieder auf Goldtarnung. Ich habe, glaube ich, schon 23 oder 24 Waffen auf Gold und jetzt geht es an die Platin, SMGs und so weiter und so fort. Also es dauert nicht mehr lange, dann haben wir schon die Interstellar-Tarnung. Und was mir natürlich bei dem Grind hilft, wenn dann der Tag mal irgendwann anstrengend wird, ist zwischendurch mir ein Level-Up zu machen. Guckt euch mal diese wilde Edition an. Das ist schon krass, oder? Also das ist hier auch so Samtfarben so. Das ist die neue Dark Matter Edition. Es schmeckt nach dunklen Beeren, Waldfrüchten. Bin ich generell immer ein großer Fan von. Richtig geile Edition. 2 für 1 Aktionen aktuell zur Black Week. Jede zweite Dose bekommt ihr kostenlos, wenn ihr am Ende der Bestellung den Rabattcode STYLERZ2 verwendet. Ich lasse euch ich lasse euch den Link in der Videobeschreibung da. So rum. Und ich würde sagen, wir gucken uns ein Video von Exclusive Ace an. Denn der gute Mann hat ein Video gemacht über Slide Cancel Reduced, Minimap Fixed und much more to come, also über das Update, und hat da wahrscheinlich auch Vergleiche und sowas wieder gezogen. Ihr wisst, bin großer Fan von Exclusive Ace. Da das aber Englisch ist, machen wir die Untertitel für euch an. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Denn gestern gab es das erste Update und ich kann euch schon mal sagen, es hat sehr viele Dinge nicht gefixt, die ich gerne gefixt haben wollen würde. Und da hier aber dabei steht, much more to come, bin ich gespannt, was da so alles in dem Video jetzt zu hören ist. Ne? Auf geht's. What's up guys, my name is Ace, and today we got a relatively small patch for Modern Warfare 3, and this did take care of a few bugs that people have been experiencing since launch, as well as just a lot of technical issues and like crashing issues. So we're going to be going over that today, as well as a bunch of other things that they are aware of, working on, and will have fixes for sometime in the near future. And let's dive right into it. The first section they mention in their patch notes is just a list of various crashes and bugs and issues with the technical side of things that weren't working properly. So just some examples of this. There would be like a blank screen when it was expected to show Modern Warfare 3 titles. For console players, cross-launching from one game to another would disband parties if it contained a split-screen player, which isn't supposed to be the case. Bugs. There's also just several crashing issues that occurred during the application startup sequence. For PC players with RTX 40 series GPUs, they're now able to use DLSS 3. They fixed a bug where for some console players, when they got invited to a party, it would just result in an error. Also, if you selected certain items in the battle pass, it was kicking you back to the main menu. All of these things and a few more like them have been resolved. These are mainly like edge case bugs that you may or may not have experienced. Okay. Next to the campaign, there were several rewards that just weren't tracking properly for some people, and those who've seen fixes as well. And now let's get into the more important stuff here. For the multiplayer side of things, one of the big things they did with this update is they fixed the elevation indicators on the minimap. So that's that little arrow that goes either above or below an enemy diamond on the minimap, letting you know. Das hat mich direkt von Anfang an gestört. Es ist ein schlechtes Beispiel, weil es hier gerade nicht auf dem Minimap zu sehen ist, aber vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Seit wann ist das? Seit 5 Jahren oder sowas gibt es in Call of Duty die Minimap-Icons mit oben und unten. Nein, sogar noch viel länger, oder? Das geht, nee, nevermind, das gibt schon viel länger. Also es gab damals auf jeden Fall, das OG MW3 war, glaube ich, noch nicht so. Aber wenn du eine Drohne hattest oder Leute ohne Schalldämpfer auf der Minimap geschossen haben, die wurden angezeigt und die waren entweder über euch oder unter euch. Dann war ein Pfeil nach oben oder nach unten auf der Minimap auch zu erkennen. Diesen Bug gab es in Modern Warfare 3. Da wurde es einfach, egal ob oben oder unten, nicht angezeigt, auf welcher Ebene dieser Spieler ist. Und es wurde immer so angezeigt, als wäre der auf eurer Ebene. Und das hat Drohnen so nervig gemacht, weil du wusstest nie, wo die Gegner sind. Ob sind die jetzt oben, unten? Und es gibt ja einfach viele Maps, die vertikal Unterschiede haben. Das hat einfach nicht funktioniert. Funktioniert jetzt aber. Also war nur ein Bug und war nicht so geplant und wurde gefixt. You know if they're above or below you in elevation. That hasn't been working since launch, and that has been fixed with this update. Additionally, they fixed an issue with the CAT AMR sniper rifle where the bolt attachments just weren't unlocking properly. Those should be unlocking for you just fine now. They also adjusted the requirements for the priceless camo challenge for the WSP Swarm. Unfortunately, I don't know what this used to be, but now... Es waren bei der WSP Swarm, das ist die Sekundär... Guter Screenshot hier, er rennt hier gerade mitten in der Luft einfach. Bei der WSP Swarm, für die Leute, die auf Camo Challenges gehen, da gab es eine Priceless, das ist ja die vorletzte Camo, quasi polyatomar. Dann könnt ihr es vielleicht besser euch merken, dann wisst ihr eher, welche Stufe der Tarnung das ist, weil Priceless kann ich mir auch nicht merken, diese blaue animierte. Da musstet ihr Akimbo-Kills für machen und die hatte keinen Akimbo-Aufsatz, sondern nur einen Aftermarket-Part oder so, womit man das machen konnte. Und das war aber irgendwie komisch und verbuggt, das habe ich bei vielen gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist eine andere Challenge jetzt. Und ich glaube, es sind Tech-Stands, also taktische Haltung, Doppelkills. Now it requires you to get 10 operator double kills while in tac stance.
They also mentioned they resolved issues that prevented several challenges from tracking completion progress. So I believe they were tracking in the background, they just weren't updating properly. They corrected the unlock challenge tracking conditions for the barbecue operator. On terminal, they fixed that planting spot for search and destroy on the wing of the plane. Pre-patch, you could actually plant in this location, whereas now you can't. In invasion mode, apparently people were spawning in the enemy territory, which obviously shouldn't be the case. This is something they mentioned they fixed in this update as well. For Team Deathmatch, they also bumped up the score limit from 75 up to 100. Das ist eine Sache, das kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt wird hier draußen, by the way, angefangen zu bohren, glaube ich. Egal, ich lasse Fenster. Ich mach's zu für euch. Also, Team Deathmatch. Ein Modus, der zum Release von Call of Duty seit Jahren immer bis 75 geht. Und dann merken sie immer so eine Woche nach Release, vielleicht auch 2-3 Wochen nach Release, ist vielleicht doch zu wenig, wir machen es doch lieber auf 100. Macht's doch ab sofort einfach immer bis 100. Also, das ist jetzt wirklich die letzten 3 Jahre nacheinander, glaube ich, passiert. Vanguard, MW2, MW3. Das Spiel kommt raus, Team Deathmatch geht bis 75 und irgendwann ändern sie es zu 100. Dann mach's halt ab sofort für immer. Aber einfach ab 100, oder? Also, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Personally, I think this should be more map dependent than anything. Like, Rust should be 100, but something like Wasteland, I think 75 was working just fine. That's just my opinion on that, at least. And in Ground War, they also addressed an issue that was causing a certain dev error during normal gameplay. Another thing they wanted to point out here is be on the lookout for an experimental playlist that's going to be coming in the next few days. And this is going to be testing out player outlines, presumably instead of the dots and diamonds above their head. And I really like the idea of having this experimental playlist so they can test out some changes before they just push it into the live environment for everyone to see how well it's received by the community. And also, I'm sure they can test on the technical side of things to make sure things are operating smoothly. Das ist eine coole Idee, stimmt. Okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Es kommt bald eine experimentelle Playlist, wo sie Dinge testen. Und das erste, was sie testen, ist Player Outlines. Dass die Gegner nicht... Warte mal, habe ich dafür jetzt ein gutes Beispiel? Hier müsste irgendwo ein Gegner vor ihm sein. Presumably instead of genau, statt dem Diamanten da, diesem Quadrat über dem Kopf und dem Namen Player Outlines. Ich denke mal, das soll das Ganze ersetzen, also eben nicht mehr der Name und nicht mehr das Quadrat über dem Gegner sichtbar, sondern die Kontur des Gegners wird in Rot angezeigt. So ein bisschen wie Wallhack, aber halt natürlich nicht durch Wände, ne, klar. Aber ich weiß nicht, ob ich das geil finde. Ich finde das super so, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ich brauche nicht die Kontur vom Gegner irgendwie angezeigt bekommen. Mir reicht das voll und ganz, wenn hier einfach ein roter Punkt drüber ist und man den Namen sieht. Ich finde das eigentlich perfekt so. Aber gut, eine experimentelle Playlist klingt eigentlich gut, wie Exclusive Ace sagt, wo sie einfach Dinge testen können. Das ist cool. Ich hoffe, dass sie da coole Sachen testen, bevor sie halt dann ins Game bringen, einfach so. Of the dots and diamonds above their head. And I really like the idea of having this experimental playlist so they can test out some changes before they just push it into the live environment for everyone to see how well it's received by the community. And also, I'm sure they can test on the technical side of things to make sure things are operating smoothly in that one playlist without affecting the entire game. As for weapon and attachments, there wasn't like a ton of weapon balancing with this update. They really didn't change a whole lot. Basically, the one area they focused on for many of the guns, like the MCW, the BAS-B, the MTZ Interceptor, the Renetti, and the Tier handgun, with all of these, they increased hipfire control during sustained fire. So as you're actually shooting your gun in hipfire, it should be a little bit more accurate now with these guns. Apparently there was an issue. This is something I didn't end up picking up on pre-patch, so I unfortunately can't compare pre-patch versus post-patch here. Just know that... Also die Waffen, die da aufgezählt wurden, die funktionieren jetzt besser, währenddem man aus der Hüfte durchzieht. Those guns should be a little bit better at hip firing now. Additionally, the Thermo Optic X9 and the SC Vortex 90, if you use those on the Renetti handgun with the Jack Ferocity carbine kit, they weren't actually toggling properly. They have fixed that issue. And if you're using the Tier handgun with the Odin's Judgment trigger action, they've decreased the trigger response time, or the double action delay on that, to 210 milliseconds. It was apparently bugged out and a higher value before this update. Okay. And with that pretty much covers it for these stated adjustments in these patch notes. However, there was one other change. I don't know if it came with this update, or maybe they fixed this in a hotfix previously, but that little delay after a slide cancel that lets you get back into a tactical sprint, they reduced this back to the values that we saw in the second weekend of the beta, and keep in mind, this is equal to Modern Warfare 2019. At launch, for whatever reason, that change that happened in weekend 2 didn't go through. They have since fixed that, so our slide cancel delay is back to where we expected it to be. And this is also der Slide Cancel Delay wurde
schneller gemacht, beziehungsweise du kannst jetzt eben nach dem Slide Cancel schneller anfangen zu sprinten, wie das am zweiten Beta-Wochenende auch schon war, aber irgendwie zum Release. Where we're going to transition into a bunch of the things that they've acknowledged. They either have fixes ready to go and they're scheduled for like the next updates, or they're just currently investigating and we will see a fix for these at some point in the future. It turns out many of these things were meant to be in this update today, but on Twitter they just confirmed that due to unforeseen issues, not all of the changes scheduled for today's updates were able to be released. Aber im nächsten Update kommen dann die ganzen Sachen, von denen er jetzt anfängt zu sprechen. Und da bin ich jetzt gespannt, weil ich habe mir nicht alles durchgelesen. Ich bin die ganze Zeit nur im Stream gewesen. They're hard at work to get key movement changes, multiplayer weapon balancing, zombies gameplay and stability fixes, and more into the next possible update. So that kind of sucks that there were meant to be more changes with this update, but at the very least, they are being very upfront with the communication about this, and that is nice to see. But let's go. Kommunikation so geil, muss ich sagen, von STYLERZ Games. Ne? Die posten eigentlich immer, wenn sie irgendwas wissen, es ist einfach so gut und das sind wir wieder nicht gewohnt irgendwie von Infinity Ward, ne? Over a bunch of these changes they've acknowledged on their Trello board, which I will leave linked down below, by the way. The first thing is the remote turret. They've temporarily disabled this because there was actually an invisibility bug that involved the remote turret, so until they fix that bug, they've just removed it from multiplayer altogether, which is a good thing. This one already has a fix scheduled, so it should be fixed in the next update. Wilder Spot. They also mentioned that players are experiencing a significant tack sprint delay after sliding. Again, like I said, they fixed that normal tack sprint delay from the launch compared to what we saw in the beta weekend 2, but there may be another bug involved there as well, where for some people, their tactical sprint is still not activating after a slide cancel. So hopefully for those that are experiencing that, we will be seeing a fix for them. Additionally, there's a certain spawn on underpass where you spawn inside a vehicle and you die immediately when that happens, and it can potentially happen over and over again. They have a fix scheduled for that one as well. After that, they are currently investigating daily challenges not tracking for some players, and I believe someone in the community actually figured out something that's going on here. Apparently, when this is not tracking, it looks like the challenges that are being displayed for you are not the actual challenges that are activated for you in the background, and unfortunately there's no way of knowing what those challenges are, but you can still complete them if you just happen to accidentally stumble upon completing them. So hopefully they can get that one worked out. That is a pretty big issue at the moment, especially since you need to complete daily challenges to unlock various things in the game. After that, they've acknowledged the bug where EOD is not working as intended. It's not clamping damage properly. Das fuckt mich wirklich am meisten in W3 aktuell ab. EOD, also auf Englisch heißt es so, auf Deutsch ist es Bombenräumschutz oder so. Ja, Übersetzung as usual. Richtig geil. Liebe Grüße an das deutsche Übersetzerteam. Das Perk, was dich vor Explosionen schützt. Du sollst logischerweise nicht von einer Nade One-Hit sterben, von einer Granate, wenn du dieses Perk spielst. Und ich spiele den ganzen Tag diesen Kriegsmodus, weil es da am besten ist, meiner Meinung nach, Tarnungen zu erspielen. Und jede fucking Nade, jede zweite zumindest, mindestens jede zweite, tötet mich One-Hit. Und das ist ein Bug, den sie jetzt, wo sie gesagt haben, sie wissen, dass er existiert und der wird im nächsten Update gefixt. Aber das fuckt mich so todes ab. In custom games, this is working just fine, but in actual public matches, it's not working as intended, and you can die to a single frag grenade, for instance, while using EOD. Next, they acknowledge the bug with the hijacked IFF strobe, or the cold-blooded gear. With this one, if you try to put this on one of your classes, it just breaks your class setup, and you end up spawning with a totally different setup than what you intended to spawn with. In Search and Destroy, there's ping exploits. Okay. An die Leute, die spawnen mit einem, ohne die richtige Klasse, Cold-Blooded Gear, also die Ausrüstung, die wie kaltblütig funktioniert. Ich weiß halt leider gerade nicht, wie die auf Deutsch heißt, weil deutsches Übersetzerteam, who knows, wie die das wieder genannt haben. Wenn ihr diesen Bug habt, dann nutzt nicht dieses Perk. Benutzt was anderes. It just breaks your class setup and you end up spawning with a totally different setup than what you intended to spawn with. In Search and Destroy, there's ping exploits that can give players an advantage in unfair situations, and since this popped up, they've actually disabled pings in Search and Destroy to prevent this from being the case while they investigate this. And then generell so gut, wie die das machen mit, hey, etwas funktioniert nicht, etwas ist verbuggt, wir deaktivieren es kurzzeitig. Cutthroat due to mixed teams spawning at the same time together. And then for Quarry, Rundown, and Scrapyard, they were temporarily removed from Hardpoint due to spawn issues as well. So gut auch. That's finally going to wrap it up for everything that changed in today's update, as well as just a bunch of the things that they're tracking in the background. I'm sure they're tracking even more than this, but these are just the things that they've added to their Trello board at this stage. And that's not even mentioning the fact that we are expecting a weapon balancing update, apparently with the next update that we get for Modern Warfare 3. And I'm hoping we'll be seeing that by the end of the week, but I think that just really depends on how quickly they can get on top of fixing whatever issue that was preventing them from putting those things in today's update. Now, of course, this is where I want to...
Ich hoffe übrigens, dass sie die Burstwaffen nicht direkt tot nerven, weil das wäre schon geil, wenn die für Warzone am Anfang noch geil wären. Burstwaffen-Meta in Warzone wäre schon krass, oder? Hear from you guys in those comments down below. How are you feeling about today's update so far? Are you generally happy with some of the changes and fixes that they've made? Have you noticed any improvements to stability? Okay, er fragt jetzt halt nur noch am Ende die Community, wie die das Update fanden. Ich find's gut, dass das Update jetzt kam, sage ich jetzt einfach mal. Aber es hätte erstens ein bisschen schneller kommen können, auch meiner Meinung nach. Und natürlich ist es schade, dass viele Sachen, wo sie wissen, dass sie existieren, die auch eigentlich in dem Update schon gefixt werden sollten, jetzt doch noch nicht gefixt wurden. Deshalb, ja, sage ich jetzt einfach mal, ja. Aber ja, die Sachen werden ja noch gefixt und overall, ne, also ich habe ja trotzdem meinen Spaß am Multiplayer, ne. Es macht ja echt, also mir macht's echt Bock. Schreibt an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr bisher gesehen habt, was ist euer Lieblingskartoffelgericht? Ich glaube, mein Lieblingskartoffelgericht ist Kartoffelbrei. Oder Kartoffelstampf oder wie auch immer ihr das nennt. Naja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.